Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Anno 1800 auf der Konsolenedition. Wir spielen auf der PlayStation 5. Jetzt nicht im Stream, sondern auf YouTube. Und ihr seid Zeuge, wenn alles klappt technisch, dass wir in 4K spielen. Das ist das erste Mal auf meinem Kanal. Also eine kleine Premiere. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Oh, nicht nur die Stadt ist attraktiver geworden, auch du. Und vielleicht möchtest du mir auch ein Like geben, weil wir alle so attraktiv sind und das Spiel eigentlich ja auch ganz nice aussieht. Ach, keine Ahnung. Wir haben in der letzten Folge, beziehungsweise im Livestream, habe ich ja noch hier den Weg freigeräumt. Und jetzt können wir Eisen abbauen. Und ich habe mir gedacht, wir machen hier einfach auf dem Kanal jetzt noch die Kampagne fertig. Als ihr Vater noch lebte. Wozu das Ganze unnötig hinauszögern? Jetzt. Also hier können wir auf jeden Fall Minen bauen. Ja, warum auch nicht? Jetzt ist ja auch gerade kostenlose Testwoche, habe ich noch gesehen. Also hätte ich das Spiel eigentlich gar nicht kaufen müssen, um es auszuprobieren. Aber als, ja, als Videospiel-Nerd macht man sowas natürlich. Okay, wir könnten hier einfach den Weg lang bauen und das verbinden. Ja, die Kamera ist noch ein bisschen so von der Steuerung her. Müsste man sich immer noch ein bisschen dran gewöhnen, aber insgesamt funktioniert es eigentlich recht gut. Also es ist nicht unspielbar. Beziehungsweise, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, ist es auf dem PC jetzt auch nicht wesentlich besser. Tatsächlich. Also von dem her, naja, warum nicht? Lassen wir es mal so. Was ist überhaupt unsere Aufgabe? Steigern Sie die Zufriedenheit der Arbeiter. 5 und 17 und bauen Sie Köhlerei, Hochofen und Stahlwerk. Ja. Brauchen wir nämlich alles, um dann hier die Boote zu bauen. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal uns um die Arbeiter kümmern, weil wir massiv an Geld verlieren. Das wollen wir natürlich nicht. Was ist denn das Problem? Ja, Leben in Knechtschaft. Die haben nichts zum Anziehen. Damit fängt es ja schon mal an. Das liegt daran wahrscheinlich, weil... Die Lager sind voll. Ja. Die sind auf jeden Fall hier... Wir machen hier nichts mehr. So. Ja, die Seglerei ist auf jeden Fall gut am Schuften. So, ich wurde unterbrochen. Wo waren wir? Finger weg, mein Junge. Genau, die Zufriedenheit der Arbeiter steigern. Dazu müssen wir mal gucken, wie unser Warenbedarf aussieht. Also Fisch sinkt. Nimmt stark ab. Und Arbeitskleidung bleibt zwar stabil, aber ja. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Beziehungsweise Wir kümmern uns hier um alles. können wir vielleicht das Arbeitspensum so ein bisschen erhöhen. Aber die sind jetzt eh schon unzufrieden. Ja. Ja, weil sie nicht genug zum Anziehen haben. Machen wir das mal ein bisschen höher. Und Fisch. Können wir auch um so 8% steigern. Bevor es zum Aufstand kommt. Aber vielleicht bauen wir einfach eine zweite. Zweite ist Fischerei. Irgendwie so. Dann müsst ihr euch hier auch nicht überanstrengen. In letzter Zeit bin ich immer müde. Und hier wäre eigentlich auch sinnvoll, noch ein zweites zu bauen. Jetzt können wir ein bisschen drehen. Überlegt gerade, soll das so, ne? Genau. Dass das dann im Hinterhof aufhängt. Okay, und den Feldweg können wir hier hinbauen. Und hier. Naja. So, mal gucken, was die Arbeiter Wir jetzt machen dann das sagen. Beste aus unserem Leben. Das sieht schon mal besser aus. Ja, nee, die Zufriedenheit steigt auf jeden Fall.
Läuft das Fließband schneller als sonst? Aber nicht genug Arbeitskraft. What? Was heißt das? Achso, wir brauchen generell einfach mehr. Mehr Wohngebäude. Hier können wir auch noch. So. Und dann ist der Trick genau einfach das Auswählen, das Quadrat. Und dann hat man schön... Ja, das ist gut. Das funktioniert gut. Dann dürfen die jetzt noch einziehen. Mal schauen, ob das ausreicht für die Bedürfnisse. Braucht halt ein bisschen, bis das anläuft. Achso, ja klar, ne? Bis auch die Arbeiter wieder da sind. Aber Fisch nimmt jetzt auch wieder ab. Kein Lagerhaus in Reichweite. Hä? Hast doch hier eins. Oder ist das... Ach so. Das zählt nicht als Weg. Das zählt nicht als Weg. Das muss nochmal extra verbunden werden. So. Okay. Habe ich jetzt einen Steinweg gebaut? Okay. Warum nicht? Eigentlich könnten wir die eben ein bisschen upgraden. Hier so. In die Stadt rein. Bam. Können wir das... Ah, können wir einfach ganze Viertel pflastern. Kostet uns ja nicht so viel. Gerade die schönen Gegenden haben es dann schon mal netter. Okay. Aber die Zufriedenheit der Arbeiter ist noch nicht weiter gestiegen. Die haben nämlich noch, die wollen noch Brot haben. Ja, dann sollen sie auch Brot kriegen. Also ein bisschen nochmal so drehen. Okay. Also wir gehen auf die Bauern. Hier, Brot. Die wollen also eine Getreidefarm. Haben wir die nicht schon irgendwo? Oder war die angedacht? Ich weiß halt nicht, wo man das am besten hier macht. Hier ist... Ne, halt die Frage, wie wir die Stadt bauen wollen. Ob wir jetzt hier die Stadt weiterbauen. Und hier hinten oder so dann expandieren mit der Landwirtschaft. Upsala. Aber ich würde sagen, wir machen einfach da, wo wir jetzt sind. Machen wir es ganz einfach und fangen einfach mal hier an. Zur Not müssen wir halt nochmal umbauen. Können, oh Gott, 144. Also machen wir erstmal hier. Ein bisschen mehr Platz wäre ja noch. Zu viele Transporter. Aber können wir den nicht auch upgraden? Ja. Okay. Und Feldweg bauen. Getreide fehlt. Ja, das Getreide wächst doch jetzt. Das wächst. Einige Felder könnten helfen. Also sie haben nicht genug Felder. Ja, machen wir noch ein paar mehr. Achso, ich wollte hier die Ruinen entfernen. Dann können wir nämlich da wunderbar noch erweitern. So, ein paar Bretter noch. Und jetzt könnten wir hier einfach zum Objekt springen. Okay, jetzt können wir weiterbauen. Blaupausenmodus. Und zwar so. Jetzt haben wir genug Felder. Dann geht's weiter mit einer Mühle. Nur direkt nebendran. Ein bisschen Platz. Haben wir dann noch was da nebendran und die Bäckerei kommt dann halt auch gleich noch hier hin. Da ist halt die Frage, wie viele Mühlen man braucht und wie viele, also welchem Verhältnis. Haben wir denn perfekte Produktivität 91%.
Die Mühle kann vielleicht sogar 2 Getreidefarmen drüber schauen? bewirtschaften oder verarbeiten. Wir können auch die Zeitung lektorieren. Oha, Bankrotterklärung. Nee. Weiß wie Schnee. Hypnose wäre doch gut. Und Konsumverhalten. Ups, was war das jetzt? Hilfe! Das war ja wohl jetzt gar nichts. Was war das? Ich kenne ein paar, die in die Fabrik gegangen sind und jetzt hat schon 2 von ihnen die Finger zerquetscht. Wo komme ich nochmal zur Zeitung hin? Das war jetzt doch ein Bug, oder? Ubisoft, erklären Sie sich. Hilfe! Ne, hier ist die Zeitung. Die Zeitung wartet auf Freigabe. Okay. Ah, wir haben es noch nicht veröffentlicht. Okay. So, Bankrotterklärung. Das wollen wir mit Hypnose. Sicher lesen die Leute nicht zwischen den Zeilen. Und Brotknappheit. Wir sind ja gerade dabei, das aufzubauen. Sicher, alle werden die... So, jetzt ist gut. Einfluss. Schriftsteller. Okay. Ja, was sagt denn hier unser... Ja, noch gar nichts. Sie haben an Einfluss gewonnen. Also die hat zu wenig. Ah, genau, 50%. Die kann nämlich zwei Getreidefarmen verarbeiten. War ja war ja in den anderen Spielen auch so. Also 2... Nein, Mann. Also die Steuerung, wenn man nicht aufpasst, ist echt verwirrend. So, du kommst hier hin erstmal. So. Gut. Dann kommt eine Straße hin. Heute Abend Was? ist eine Gewerkschaft. Ums ganze Getreidefeld. Ne? Muss das eigentlich direkt angrenzen? Das wäre jetzt auch noch interessant. Wenn wir das nicht automatisch bauen lassen. Platzieren. Das ist rot. Nee, nee, das muss schon... Keine Anbindung zum Gebäude. Oh. So, dann müssen wir was abreißen. Und zwar den Weg hier hinten. So. Und eigentlich auch den da. 3 oder 4 Scheffel. Das war ja eh aus Versehen gebaut. Ups, so. Okay. Okay, ich drücke jetzt hier drauf. Okay. Also 144. Gut. Ich höre Hühner gackern. Okay. Also die Aufgabe haben wir erfüllt, die sind zufrieden. Jetzt können wir eine Köhlerei bauen. Jetzt geht es hier weiter mit unserer Eisenproduktion. Hier unten. Und zwar haben wir die Möglichkeit, genau, Eisenminen, und Köhlerei müssen wir bauen, um dann einen Hochofen zu bauen, um dann das Stahlwerk zu bauen. Also richtig hier in die Industrialisierung. Ist die Frage, wo wir das machen mit dem Köhlerei. Vielleicht sogar wirklich hier weit hinten, weil das, glaube ich, viel verpestet. Und es braucht halt auch viel Platz. Also bin ich mal so frei, das da hinten hin zu tun. Und dann kann da eine Straße dann dahin führen. So irgendwie. Naja. So. Und ein Lager braucht es noch. Hier am Rande. Also hier rein nicht, weil es blockiert sonst die Köhlerei. So. Niemand lebt gerne in einer dreckigen, verseuchten Umgebung.
Den Verschmutzungsgrad ihrer Inseln können Sie unter Inselinformationen auf dem Reiter Attraktivität finden. Inselinformationen. Okay. Und dann, hier haben wir Arbeitspensum. Genau, die Bauern. -2 Zufriedenheit. Ja, weil sie hier ein bisschen mehr schuften müssen. Aber ich weiß nicht, wieso sie sonst noch, wieso -2 Zufriedenheit, wenn sie beim Rest eigentlich zufrieden sind. Naja. Und Attraktivität. Ich kann kaum abwarten, mich Wir haben viel Natur, aber Verschmutzung. Oh, und die Unorte. Okay. Das ist halt dann die Ruinen und so, die wir hier noch nach und nach befreien. Wir haben Ölquellen sogar. Nice. Wo hat's denn hier noch Unorte? Und da ist Feuerwehr in Aktion, okay. Ich dachte gerade, der hat keinen Zugang zur Feuerwehr, stimmt aber gar nicht. Und das Lagerhaus könnten wir sogar upgraden. Aber, oh, wir haben nicht genug Geld. Frisch wie eine Frühlingswiese. Achso, ja klar, weil die noch nicht... Die sind noch nicht so ganz zufrieden. Oh, und der Schnaps wird auch knapp. Da müsste es denen aber auch so gehen, oder? Das Leben noch mehr? Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. Ja. Das nimmt nämlich auch ab, unsere Kartoffelfarm. Das ist die Frage, haben wir zu wenig Kartoffeln oder nur zu wenig Schnaps? Nur zu wenig Schnaps. Hier. Viel zu tun. Ja, die sind so oder so unzufrieden gerade. Wie machen wir das jetzt hier am besten? Eigentlich müssten wir alles einen Schritt nach links packen, damit hier Platz ist. Also hier die Straße. So. Dann reißen wir diesen Weg hier ab. Und verschieben die beiden um ein Feld nach links. So, genau. Dann ist nämlich hier Platz für eine Straße. Und dann können wir da die anbauen. Beziehungsweise auch nicht richtig, weil wir die Straße auf der anderen Seite bauen sollten. Upsala. Also das hier schieben wir nämlich eins nach links und dann können wir hier die Straße bauen. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Tada. Und wir haben jetzt zu wenig Arbeiter. Oder haben wir zu wenig Arbeiter, weil die nicht zufrieden sind? Ne, wir haben generell zu wenig Arbeiter. Dann bauen wir hier noch was hin. Die Rübe war so groß wie ihr Kopf. Kann man das einklappen hier links? Irgendwie nicht. Aber die Arbeiter nehmen zu. Das ist schon mal gut. Brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr zur Sicherheit. Hier und da auch noch. Kriegt ihr eine schöne neue Sandstraße. Da ist noch ein Fleckchen. Können wir die sogar schon einfach hier upgraden? Ne, da noch nicht. Aber hier haben wir noch. Also Fisch nimmt zu,
Schnaps hat aber jetzt nicht spürbar zugenommen. Schnaps ist, glaube ich, einfach okay, so wie es ist. Von der Produktion her. Nee, ist noch nicht genug. Wollt ihr noch mehr Schnaps haben? Wie geht's? Er hat halt längere Wege jetzt hier. Können wir das nach hier unten verbinden? Hier die Straße bis dahin. Vielleicht geht es dann schneller. Warte. Irgendwas fehlt immer. Oder zählt das nicht als Lager? Ist nur ein Depot. Was sagten Sie gleich, woher Sie kommen? Aber hier ist doch der Kartoffelhof, ja. Genau, der wird hierhin geliefert. Aber hier können wir ausbauen, das ist schon mal gut. Also Kartoffeln müssen wir im Auge behalten, so wie es aussieht. Wir müssten dann bald mal abnehmen. Aber wir machen weiter noch mit einem Hochofen hier. Da müssen wir dann auch noch rausfinden, in welchem Verhältnis wir das bauen müssen. So. Ach, das wird dann direkt hier gebaut. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Ist halt die Frage, der Hochofen bauen wir einfach hier vielleicht hin. In meinem alten Job habe ich Seile entknotet. Volles Lager. Aha, fehlende Waren. Fehlen die Rohstoffe. Ja, kommt der dann gleich. Der kommt gleich. So ist gut. Und dann fehlt noch als letztes das Stahlwerk. Können wir einfach direkt hier neben dran bauen? Oder so. Könnten es auch hier hinbauen. Es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Oh, da brauchen wir aber massiv Arbeiter für. Okay. Also müssen wir jetzt massiv aufstocken und unsere Siedlung noch erweitern. Gucken wir mal, was die Kartoffeln machen. Die nehmen jetzt ab. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall schon mal mehr Kartoffeln. Können wir hier hinten hinbauen. Hier können wir auch ein bisschen Platz machen. Haben wir da noch eine Ruine? Nee. Okay. Und vielleicht nehmen wir einfach dieses Lagerhaus und schieben das mal hier hin. Na? Oh, nee, eins zu weit. Und dann kriegen sie eine schöne Steinstraße. Pack mal direkt hier die Kartoffelfarm hin. Und das gibt dann einfach hier die Kartoffeln. Wie weit können wir die denn bauen? So. Und da ist einfach ein Loch. Okay. Das Lagerhaus können wir auch aufstocken. Und wir brauchen unbedingt mehr Arbeiter. Hier, die können wir mal ein bisschen. So im Stadtkern einfach. Aber wie gesagt, wir müssen auch aufpassen, Wie die Pfeffersäcke oben ihr Geld zählen. dass die anderen Bedürfnisse dadurch nicht massiv in den Keller gehen. Entlohnen unsere harte Schufterei. Weil die ja dann insgesamt der Verbrauch dann von allem steigt. Also Kartoffeln sinkt aktuell noch.
Aber Kleidung haben wir noch genug. Und Brot ist gleich. Aber wahrscheinlich ist wirklich das Verhältnis 2:1. Von mir aus freigegeben. Ah, nicht genug Arbeitskraft. Dann machen wir einfach hier mal ein bisschen mehr. Ja, jetzt haben wir haben wir zu wenig Bauern. Müssen wir schnell was tun. Hier, du hast einen Fleck auf der Wange. Okay. Und der Schnaps wird knapp. Arbeitskraft. Ich weiß. Wir sind doch dabei. Schnaps haben wir. Wird aber produziert. Oder haben die kein Wirtshaus? Doch. Uns fehlt ein wichtiges Gut, das auf dieser Insel nicht hergestellt werden kann. Du musst einen Weg finden, es zu importieren. Okay. Errichten Sie ein Kontor mit einer Insel... Auf einer Insel mit Hopfenfruchtbarkeit. Dann brauchen wir 10 Tonnen Bretter und 8 Tonnen Stahlträger. Okay, an die Küste. Oh, ich bin stets fleißig, wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Okay. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht. Da können wir eigentlich noch müssen wir glaube ich sogar einen Schoner machen. Oder haben wir keine Schiffe? Bretter haben wir aber schon mal. Alle Items hier. 8 Tonnen Stahlträger haben wir eigentlich auch. Das zu viele. Ah, das können wir auch noch upgraden. Tada. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Wir sind jetzt gerade bei minus 18 Arbeitern. Können wir vielleicht noch ein bisschen erhöhen. So, dann ist erstmal ein Plus hier da. Es wird eine lange Reise. Wirkt sich auch gut auf die Steuern aus. Und so wie es aussieht, müssen wir jetzt noch ein Schiff bauen. Wir konnten einfach nicht länger warten. Und während wir jetzt hier warten, können wir einfach die Produktion mal stoppen. Dann haben wir schon So wie Sie es gesagt genug Arbeiter, die sich dann hier um den Schoner kümmern können. Kanonengießerei können wir auch noch bauen. Ja, einfach hier, ne? Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. Okay, jetzt müssen wir noch gucken, wie viel... Wir haben 22 Kohle und 196 Eisen. Könnten wir eigentlich sogar eine Mine mal stilllegen. Schoner ist im Bau. Ne? Arbeitet schneller! Wofür bezahle ich euch denn? Gelaufen. Sehr gut. Und wo? Da ist es. Zur Stelle. Jetzt schicken wir es hier mal hin. Da zur Boje. Und dann können wir es beladen. Warentransfermenü. Oh, wir haben fast keine Bretter. 8 Bretter. Wir brauchen ein bisschen mehr. Oh, und wir brauchen mehr Stahl. Mist. Müssen wir hier wieder anschalten. alles anhalten. Die Pause ist vorbei.
Aber irgendwie zahlen die Leute keine Steuern mehr. Die sind nicht zufrieden. Könnte schlimmer sein. Ah, wegen der Zeitung. Vielleicht können wir eine Kirche bauen dann später. Und Bretter so, brauchen wir eigentlich auch mal mehr. Müssen auf jeden Fall hier den Verkauf dann deaktivieren. Nicht trödeln. Also Schweinezucht können wir noch bauen. Damit wir ein bisschen Seife bekommen. Ja, die Produktion kann ja eigentlich möglichst weit weg entstehen. Grunz. So und so. Möglichst kompakt. Dann kommt... Was ist das dann? Als nächstes die Vasenmeisterei. Kann direkt gegenüber passieren. Und die Siederei kommt dann einfach dahin. Braucht aber Holz und Stahl. Ja. Und da ist keiner im Moment glücklich genug, um aufzusteigen. Oder wir haben nicht genug. Nicht genug Bauern. Und nicht genug Bretter. Schönen Tag auch. Nicht genug Anbaufläche verfügbar. Oh, das ist schlecht. Wird einer Inspektion unterzogen. Dann verschieben wir das mal. Dass wir da wieder auf ein bisschen mehr Prozente kommen. Oder wir verschieben das hier. (93, 92). Wer bietet mehr? Ja, das ist halt schon bei 100. Man will nicht aus. Es wird eine lange Reise. Vielleicht wird es Zeit für eine neue Försterei. Hier haben wir noch ein bisschen Ziegelsteine. Achso, und wenn wir noch ein paar Ruinen finden, dann können wir nämlich noch ein paar Bretter bekommen. Hier. Was für Gefahren denn? Umliegende Gebäude, Arbeitspensum, Brandwahrscheinlichkeit. Wir haben keine Brandwahrscheinlichkeit. Ja, eigentlich soll man halt wahrscheinlich nur 4-4 machen. Hier ist natürlich richtig viel dicht besiedelt. Die Feuerwache vielleicht ein bisschen anders hier. Damit sie nicht ganz so abseits liegt. So, das kann auch gebaut werden. Jetzt noch die Frage nach der Kirche. Was brauchen wir denn hier? Nicht so viel, aber Wartungskosten gibt es halt. Bam. Dann sollten die doch jetzt überglücklich sein. Schuften jeden Tag. Oder braucht es so viel Arbeitskraft? Es mangelt an Arbeitskraft.
Hm. Heute Abend ist eine Gewerkschaftssitzung. Aber die kriegen ja ihre Sachen, ich wollte gerade sagen. Die sind nämlich, sobald man anfängt, was zu produzieren und man wenig davon hat, sind die wohl ganz unzufrieden am Anfang. Und dann zahlen sie keine Steuern mehr. Bis es dann wieder anfängt und sich dann so langsam mal einpendelt. Also Seife haben wir. Aber das wird nicht ausreichen. Wir eigentlich gleich noch eine zweite Schweinerei machen. Ein Schweinezucht. Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Nee, Schweinerei heißt doch viel besser. So. Und da noch hin. Und da. Gut. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Bauern. So ein Katze-Maus-Spiel. Ja, und wir brauchen unbedingt noch mehr Bretter. Ein bisschen Holz. Wo können wir denn hier Holz bauen? Das abbauen hier. Da ist doch gut im Wald. Dann gibt es noch ein Lagerhaus dazu. Mit Lagerhaus. Da haben wir aber auch nicht genug Bretter für. Naja. Aber haben wir denn überhaupt zu wenig Holz? Das wäre ja eigentlich die Frage, die wir uns zuerst stellen müssen. Nee, wir haben nur zu wenig Sägewerke. Das ist nämlich ein Problem, was wir haben. Okay, ja, dann passt, dann klappt es nämlich auch schon mal besser. Sehr schön. Dann können wir hier gleich noch hier welche hinbauen. Wir machen jetzt hier mal nur Vierer. Nein, falsch. Ich fange an, mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Tut mir leid, tiefer gehe ich nicht. Auf jedem Feld wächst auch ein bisschen So, Unkraut. 10 von 10, die sind alle schon voll. Und da kommen noch Leute rein. Noch ein bisschen schneller. Haben die eigentlich auch genug zu essen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Oder fängt es jetzt an zu sinken? Die haben schon wieder zu wenig Schnaps. Denn hier wie alter Käse. Ja, die Bedürfnisse. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier nachjustieren. Wobei Fisch und so weiter. Nee, passt noch alles. Und eine Bäckerei können wir auch noch bauen. Passt sogar hier unten hin. Okay. Dann könnten wir jetzt eigentlich unser Schiff auch fertig Neue beladen. Befehle? Was war's hier mit... So. 10 Bretter, 8 Tonnen Stahlträger. Und jetzt suchen wir uns eine schöne Insel.
Hier sind schon besiedelt. Was ist mit der hier oben? Die noch nicht. Das sind wir, ne? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mit dem Schiff hier hin. Das ist aber sehr klein. Aber könnte reichen für den Anfang. Steuermann! Wenn das unsere Hopfeninsel wird. Aber was dann hier passiert, das sehen wir dann im nächsten Teil. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Und dann sehen wir uns ja, in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Euer Fabian.